Ein paar kreative Gedanken und Ideen zur Führung der begehrten Buchstaben und zu den schmückenden Herkunftsangaben. Ja, der sogenannte Doktortitel ist in Deutschland seit jeher ein Karrierebooster. Und das bleibt auch so, trotz der uneinheitlichen Qualität der hiesigen Betreuungs- und Prüfungsverfahren. Und trotz der zumindest nach internationalen Maßstäben mangelnden Qualitätssicherung. Dabei ist die gelungene Durchführung einer echten Forschungsarbeit für den Promovierten durchaus eine beglückende Erfahrung. Doch die Führbarkeit des begehrten Titels macht manchem zunehmend Sorge. Zumal wenn man glaubt, der Doktor sei ein Namensbestandteil und dann womöglich auch noch Herkunftsangaben anhängen müssen? Gönnen wir uns ein paar Minuten Zeit, um einmal über den typisch deutschen Doktorkult und über die ebenfalls typisch deutschen Abwehrmechanismen gegen möglicherweise bessere Abschlüsse und Ergebnisse aus dem Ausland nachzudenken und zu schmunzeln. Nach meiner Promotion im Jahr 1999 hatte ich mir den deutschen Gepflogenheiten entsprechend und mit Blick auf eine neue berufliche Zukunft in der Wissenschaft die beiden Buchstaben in Personalausweis, Reisepass und Führerschein eintragen lassen. Die liefen ohnehin bald ab. Wie üblich war die Urkunde der Universitas Noviomagensis, der Universität zu Nimwegen, in lateinischer Sprache ausgestellt. Heute ist Englisch die Wissenschaftssprache. Und international werden solche Urkunden inzwischen in englischer Form ausgestellt, ebenso wie seit 20 Jahren das Diploma-Supplement, das allen Bachelor- und Masterzeugnissen in der EU, also auch in Deutschland, nur in englischer Sprache beigefügt wird. Nun gut, für das Einwohnermeldeamt in meiner Heimatstadt Münster war die lateinische Urkunde damals kein Problem. Man kannte das schon. Heute dagegen werden in einigen deutschen Bundesländern für die Eintragung des Namenszusatzes sogar beglaubigte deutsche Übersetzungen verlangt, wenn die Urkunde nicht in deutscher Sprache abgefasst ist. Die Amtssprache ist eben nur Deutsch. Dabei ist der Doktor im Ausweis wirklich nur ein Namenszusatz, kein Namensbestandteil. Schaut man sich meine Dokumente, Personalausweis, Reisepass und Führerschein zusammen an, sieht man eher deutsches Durcheinander als Ordnung. Der Doktor steht im Führerschein hinter dem Namen ohne Punkt. Im Personalausweis wie im Reisepass vor dem Namen mit Punkt. Das allein zeigt doch schon, dass der Doktor kein Namensbestandteil sein kann, sondern nur ein Zusatz, denn sonst gäbe es hier keine unterschiedlichen Schreibweisen. Logisch, oder? Tatsächlich hat sowohl der Bundesgerichtshof 1962 als auch zuvor das Bundesverwaltungsgericht 1957 entschieden, dass der Doktorgrad zwar eine akademische Bezeichnung, aber kein Namensbestandteil ist. Basta. Und erst seit 1986, also viele Jahre später, kann man sich in Deutschland nach dem Passgesetz die beiden Buchstaben in den Ausweis eintragen lassen. Nirgendwo sonst auf der Welt ist das möglich. Manch einer konnte, durfte, musste daraufhin den Doktor also doch wieder als Namensbestandteil betrachten, wie es vor den beiden grundlegenden Gerichtsurteilen von 1957 und 1962 üblich war. Und es bleibt nicht bei dem einen Zusatz. Ja, das Außergewöhnliche hierzulande geht weiter. Wenn nämlich jemand einen Doktortitel aus einem Nicht-EU-Land oder einem anderen nicht privilegierten Land mitbringt, jetzt also auch aus UK seit dem Brexit, dann verlangt der deutsche Gesetzgeber zwangsweise noch etwas obendrauf, eine Herkunftsangabe, die als Abkürzung angehängt werden muss. So drollig oder trollig man das auch finden mag, es ist so. Und so gibt es dieses beides exklusiv nur in Deutschland. A. Die Möglichkeit, den Doktor oder auch den PhD in den Ausweis eintragen zu lassen, obwohl es sich dabei nicht um einen Namensbestandteil handelt. Und B. Die Notwendigkeit, die Herkunftsbezeichnung in Klammern hinzuzufügen, wenn man zum Beispiel seinen Doktorgrad in Cambridge oder London und nicht in Köln oder Utrecht oder Madrid erworben hat. Und dies nun im Ausweis oder auch nur auf der Visitenkarte, der Website, im Briefkopf und in der Mail-Fußzeile angeben möchte.
Achtung, der Zwang zum Herkunftsnachweis gilt auch für die Führung von Bachelor- und Masterabschlüssen sowie von Professorbezeichnungen, sobald sie aus all den vielen spannenden Ländern außerhalb der eigenen deutschen und Europawelt stammen. Auch das, Sie ahnen es schon, gibt es nur bei uns in Deutschland. Nutzen wir doch das Unvermeidbare als individuelle Besonderheit. Es lohnt sich auf jeden Fall einmal den eigenen Kopf zu drehen, um die Dinge ganz anders zu sehen als nur so typisch deutsch. Vielleicht ergeben sich daraus neue, andere Sichtweisen. Und zwar so. Es könnte vorteilhafter sein, seinen Abschluss, sei es Bachelor, Master oder Doktor, nicht im Inland und nicht im bevorzugten Ausland, sondern in einem ganz anderen Land zu machen. Denn er muss deswegen nicht schlechter, sondern kann sogar von besserer Qualität sein, sofern das Angebot dort nach vergleichbaren Maßstäben akkreditiert ist. Es könnte vorteilhafter sein, statt eines Doktor einen international meist höher angesehenen PhD anzustreben, den man nach dem Namen, nicht vor dem Namen trägt. Vorteilhafter könnte es auch sein, die Abschlüsse aus unterschiedlichen Ländern mit ihren unterschiedlichen Herkunftszusätzen bewusst zu führen und damit die eigene Internationalität zu demonstrieren. Und vielleicht wäre es vorteilhafter, überhaupt ohne den missverständlichen Eintrag im Ausweis zu leben. Dann erübrigen sich auch manche Debatten bei der Einreise in manche Länder. So könnte zum Beispiel ein bewusst internationales Portfolio entstehen. BA in Integrated Studies, FGCU, MBA, MUL, PhD, GHU. Die Abkürzungen stehen hier für Florida Gulf Coast University, Middlesex University London und Global Humanistic University. Statt der Kürzel für die Universitätsnamen können Sie auch Länderkürzel verwenden. BA in Integrated Studies USA, MBA UK, PhD AI. Kein Grund zur Sorge also. Wer in Deutschland lebt, kann sich bei seinem internationalen wissenschaftlichen Lebenslauf über so manchen hübschen Zusatz freuen, den man in keinem Kreuzworträtsel findet. Aber bevor Sie jetzt übermütig werden und auf kreative Ideen kommen, die Ihnen schaden könnten, es ist ausdrücklich nicht erlaubt, inländische Abschlüsse mit einem Herkunftszusatz zu veredeln. BA RFH, MSc FOM und Dr. UZK sind also nicht möglich. Auch die Konstrukte BA-D, MSc-D und Dr. D sind nicht möglich. Haben Sie bereits Abschlüsse im bevorzugten Ausland, also in der EU, im europäischen Wirtschaftsraum etc. erlangt, können Sie die Herkunftszusätze weglassen. Können heißt aber nicht müssen. Hier sehen Sie es spaßeshalber an meinem in den Niederlanden erlangten Doktorgrad. Professor Djeju, Dr. KUN Martin Gärtler, beziehungsweise Professor AI Dr. NL Martin Gärtler. Viel Freude und beste Erfolge beim Arbeiten an Ihrem eigenen internationalen akademischen Portfolio.